Hey ho! In diesem Video schauen wir uns mal alle Variationen von Untersätzen an, gehen diese Stück für Stück durch und das Video richtet sich vor allem an Neuankömmlinge, aber auch an alte Veteranen, die das Spiel nach vielen Jahren mal wieder ausprobieren wollen. Außerdem habe ich noch einen Promocode für euch, also schaut gerne bis zum Ende zu. Fangen wir mal an mit der Variation Fliegengewicht. Im normalen Spiel vielleicht nicht so nützlich, außer ihr wollt unbedingt Tricks machen, denn diese Variation erhöht eure Beschleunigung um 15% und verringert die Masse eures Panzers um 30%. Das Gegenstück dazu stellt die Variation Sumo dar, denn dort wird eure Masse um 30% erhöht und die Beschleunigung um 15% verringert. Sehr nützlich finde ich aber auch die Variation Techniker, denn dort heilt ihr euren Panzer immer um 1000 Punkte, wenn ihr eine Box einsammelt. Das gilt also nicht nur für Heilungen, die ihr einsammelt auf dem Spielfeld, sondern auch für Beschleunigung, Schutz und andere Boxen. Euer Panzer wird immer um 1000 Punkte geheilt, wenn ihr eine Box aufsammelt. Wer lieber auf Resistenzen steht, kann da auf die Erhitzungsresistenz zurückgreifen. Denn mit dieser Variation wird das Aufheizen eures Panzers halbiert. Also wenn euch beispielsweise eine gegnerische Firebird angreift, dann ist das Aufheizen entsprechend nur noch halbiert, aber der Schaden von Firebird bleibt natürlich weiterhin gleich. Das gleiche gilt auch beispielsweise für Vulkan. Wenn ihr selber Vulkan einsetzt und euch dann entsprechend selber aufheizt, dann wird auch da die Geschwindigkeit um 50% reduziert. Bei der Kälteresistenz gilt das gleiche, nur eben für die Kälte. Der Schaden von Freeze ist noch immer unverändert, aber euer Panzer wird nur noch mit der Hälfte der Geschwindigkeit eingefroren. Wenn ihr das eine oder das andere gar nicht mehr haben wollt, dann nutzt beispielsweise die Hitzeimmunität, denn dort habt ihr einen 100%igen Schutz vor dem Brenneffekt von Firebird. Aber natürlich auch hier weiterhin, der normale Schaden von Firebird bleibt unverändert. Der Nachteil ist aber, wenn ihr die Hitzeimmunität habt und ihr seid eingefroren, dann kann euch auch eine verbündete Firebird nicht mehr auftauen. Bei der Kälteimmunität haben wir dann entsprechend einen 100%igen Schutz vor dem Einfriereffekt. Freeze macht aber natürlich auch hier weiterhin normalen direkten Schaden. Und der Nachteil ist, dass wenn ihr beispielsweise aufgeheizt seid, also ihr verbrennt gerade, dann kann euch eine verbündete Freeze auch leider nicht mehr abkühlen. Und an dieser Stelle geht es mit den Immunitäten auch ganz munter weiter. Wir haben die Panzerbrecher-Immunität. Wenn ihr beispielsweise mit irgendwas angeschossen werdet, was vielleicht euren Schutz deaktivieren kann, also euren Panzer bricht, dann hilft euch diese Panzerbrecher-Immunität entsprechend dagegen, sodass ihr euren Schutz nicht mehr verliert. Den Schutz aus den Modulen, die ihr ausgewählt habt, aber auch aus euren Versorgungen und beispielsweise auch aus der Drohne. Die Variation Betäubungsimmunität macht euren Panzer, wie der Name schon sagt, immun gegen Betäubungen. Das heißt also, wenn ihr Schüsse abbekommt, die euch eigentlich betäuben sollten, könnt ihr euren Panzer weiterhin bewegen und verwenden. Mit der Variation EMP-Immunität bleiben eure Versorgungen weiterhin aktiviert, auch wenn ein gegnerischer Hunter-Spieler sein Overdrive verwendet und eigentlich eure Versorgungen damit entfernen sollte. Diese bleiben aber dank der EMP-Immunität weiterhin für euch erhalten. Bei der Störsender-Immunität sorgt ihr dafür, dass euer Overdrive nicht mehr gestört bzw. blockiert werden kann. Also selbst wenn jemand etwas einsetzt, was euren Overdrive blockieren sollte, bzw. die Anwendung dafür, könnt ihr mit Störsender-Immunität euren Overdrive trotzdem weiterhin einsetzen. So, und nun kommen wir mal zur wirklich spannenden Variation und den Anfang machen wir mal mit Fahrer. Denn mit Fahrer könnt ihr das Aufladen eures Overdrives deutlich beschleunigen. Das passive Aufladen eures Overdrives, einfach nur über die Zeit, mit jeder Sekunde, wird allein schon verdoppelt, aber auch mit jedem Punkt, den ihr macht, wird das Ganze nochmal um 50% erhöht. Wer also schneller und mehr Overdrives in einem Spiel einsetzen will, der sollte sich mal Fahrer anschauen. Falls es aber Situationen gibt, in denen ihr lieber eine zweite Chance haben wollen würdet, dann guckt euch mal Lebensretter an. Denn mit dieser Variation werden eurem Panzer direkt 500 HP wiedergestellt, wenn ihr einen tödlichen Schaden erleidet. Doch wenn ihr lieber versuchen wollt, euren Gegner mit in den Abgrund zu reißen, dann schaut euch lieber mal die Variation Blaster an. Denn wenn euer Panzer zerstört wird, dann macht er den Gegnern um euch herum Schaden und zwar 750 bis 1500 Punkte Schaden kriegen die Gegner damit ab. Mit der Variation Mineur bleiben die Minen, die ihr gelegt habt, auch erhalten, selbst wenn euer Panzer zerstört wird. Na gut, nicht alle, aber 70% eurer gelegten Minen bleiben trotzdem weiterhin aktiv.
Und mit der Variation Grenadier muss euer Panzer auch nicht mehr respawnen, um eine neue Granate werfen zu können, sondern da reicht einfach nur der Abschluss des Cooldowns, um eine neue Granate werfen zu können. Das heißt also, ihr könnt während einer Fahrt dann entsprechend mehrere Granaten werfen und müsst nicht jedes Mal neu respawnen. Die Variation Excelsior ist das, was ich wahrscheinlich in den allermeisten Fällen bevorzugen würde, wenn ich diese Variation auch für irgendeinen Untersatz habe. Denn wir haben mit dieser Variation gleich mehrere Vorteile. Eure Panzerung, das heißt also wie viel euer Panzer aushält, wird um 30% erhöht. Außerdem wird auch noch die Höchstgeschwindigkeit um 10% erhöht, genauso wie die Beschleunigung und die Drehbeschleunigung um jeweils 15%. Wem sein normaler Untersatz also nicht reicht, kann mit dieser Variation den Untersatz nochmal deutlich verbessern. Und nun kommen wir mal zum versprochenen Promocode. Den habe ich euch natürlich auch noch in die Beschreibung des Videos gepackt. Wenn ihr den kopiert und dann im Shop eingebt, dann erhaltet ihr die Variation extremes Fliegengewicht. Vielleicht könnt ihr am Bild dieser Variation schon erkennen, dass das Ganze nur eine Spaßvariation ist. Diese setzt die Masse eures Panzers einfach auf 1000 und wirklich nützlich ist das Ganze nur im Parcours-Modus, wenn ihr fliegen wollt. Falls ihr neben Tanky Online keine weiteren Hobbys habt, dann habt ihr vielleicht irgendwann die Variation Phoenix freischalten können für einen Untersatz. Nach 5 Millionen erspielten Reputationspunkten mit einem Untersatz kriegt ihr Phoenix für den jeweiligen Untersatz. Mit dieser Variation wird die Geschwindigkeit des Aufheizens um 50% reduziert, genauso wie die Geschwindigkeit des Einfrierens, und ihr kriegt außerdem auch noch Immunitäten gegen die Statuseffekte Panzerbrecher, Betäubung, EMP und Störsender. Der Nachteil wiederum ist aber, dass euer Overdrive nicht mehr über die Zeit aufgeladen werden kann. Das heißt also, um euren Overdrive aufladen zu können, müsst ihr tatsächlich aktiv Punkte machen. Naja, und dann gibt es auch noch so einen speziellen Schutz, der an Helfer vergeben wird für bestimmte Ereignisse. Dieser bringt dann den entsprechenden Helfern eine Immunität gegen die Statuseffekte Hitze, Kälte, Panzerbrecher, Betäubung, EMP und Störsender. Tja, und das war's dann auch schon. Das waren alle Variationen, die es zu Untersätzen gibt. Ich hoffe, das Ganze konnte euch ein bisschen helfen. Und ansonsten sehen wir uns bestimmt zu einem weiteren Tanky Guide. Ciao, ciao.